Ah, ihr seid es. Ich gehe hier gerade so lang und dachte mir, dass wir ja heute mal über Inflation sprechen können. Inflation ist ja derzeit in aller Munde in Deutschland und zwar deshalb, weil die Preise steigen. Und es ist vielleicht aus meiner Sicht immer noch mal wichtig darauf hinzuweisen, dass Inflation, das Wort heißt ja Aufblähung. Und gemeint ist aber nicht eine Aufblähung der Preise, sondern aufgebläht wird die Geldmenge. Wer bläht die Geldmenge auf? Natürlich die Zentralbank. In unserem Fall die Europäische Zentralbank. Warum macht sie das? Sie macht es, um den Bedarf der Politik an frischem Geld zu finanzieren. Und weil die Europäische Zentralbank ja nicht wirklich unabhängig ist. Es heißt zwar unabhängig und so weiter, aber sie sind nicht unabhängig. Nicht in Wirklichkeit. Die Politik braucht Geld. Warum erhöht man nicht einfach die Steuern, anstatt das Geld zu drucken? Weil noch mehr Steuern zu erheben manchmal einfach gar nicht geht, weil die Steuern schon so hoch sind und vielfältig, dass man sagen muss, das geht einfach nicht. Das sehen die Leute nicht ein. Gibt es Unruhen, die Leute wählen uns nicht mehr. Ein viel besserer Weg, den Staat zu finanzieren, der also immer größer und gieriger wird, ist es, wenn man die Geldmenge einfach erhöht, wenn man Geld druckt, wenn man so will. Weil die meisten Leute verstehen ja sowieso nicht, wie genau das zusammenhängt, die Geldmenge, die Preise, ja, wie viel Geld darf man drucken. Ja, dann gibt es ja auch noch 10.000 andere Gründe, warum Preise steigen können. Ja? Und wenn das ganze Thema ein bisschen verschleiert ist, so ist es der Politik ja eigentlich ganz recht. Denn auf diese Art und Weise kann man am Ende vielleicht die Händler beschimpfen. Warum macht ihr die Preise so hoch? Das ist ja Wucher. Ihr seid Wucherer, ja? Sagen dann Politiker. Ihr werdet da sehen, das wird auch noch kommen. Oder die Bauern sind so gierig, die wollen einfach so viel Geld haben für ihre Arbeit. Das sollen sie nicht. Sie sollen ganz schöne Preise machen, so wie früher. Oder dass man wunderbare Theorien hat, so wie diese Modern Monetary Theory, die besagt, dass es gut ist, ein guter Weg, alle möglichen Ziele zu erreichen für den Staat, indem er Geld auch mal druckt. Es sei gut, wenn eine gewisse Inflation herrscht, und es sei wunderbar, wenn der Staat sich so wunderbare Aufgaben gibt, wie nicht einfach eine Währung zur Verfügung zu stellen, die im Wert stabil ist und auch bleibt, sondern wenn mithilfe der Währung alle möglichen Ziele verfolgt werden sollen, zum Beispiel die Arbeitslosigkeit gering gehalten werden soll. Ne? Da sagen die Leute ja meistens, wie gesagt, weil sie es nicht besser verstehen, sie sagen, ja, wir wollen, dass die Arbeitslosigkeit möglichst gering ist, und wenn es dazu nötig ist, dass der Staat irgendwelche Sachen macht mit dem Geld, das ist okay. Ja? Oder wenn die Politiker sagen, wir wollen einen herrlichen Krieg finanzieren. Ja, wir brauchen jetzt auch mehr Waffen. Und die Deutschen müssen sich anstrengen, damit sie ihr Land richtig verteidigen können. Da braucht man jetzt ganz viele Milliarden. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Oder wenn man sich die Aufgabe gestellt hat, man will irgendwie das CO2 abschaffen aus der Welt, möglichst. Oder wenn man sagt, ihr kennt vielleicht das Beispiel mit den Radwegen in Peru, das war doch ganz lustig.
Man will also alle möglichen wunderbaren Ziele erreichen auf der ganzen Welt und dafür braucht man einfach einen Haufen Geld. Man will das Bundeskanzleramt doppelt so groß machen, wie es vorher war. Man hatte ja schon eine schöne Größe, aber nun braucht man doppelt so viel, inklusive aller Beamten und so. Das wird einfach immer mehr und auch die Brüsseler Bürokratie wird nicht kleiner, sondern größer, wenn überhaupt. Und gibt sich immer neue Ziele und wichtige Aufgaben. Aus diesem Grund braucht man einfach als Politik ganz viel Geld und statt es nun den Bürgern direkt wegzunehmen, was zu einem Aufschrei führen würde, kann man es auch drucken. Das ist also still, heimlich, passiert irgendwo und die Leute verstehen meistens gar nicht, warum die Preise steigen. Weil, wie gesagt, sich sowas im Prinzip hält als Narrativ, Inflation sei, wenn die Preise steigen. Inflation, wie gesagt, ganz wichtig zu wissen, ganz wichtig zu merken, ist, wenn die Geldmenge aufgebläht wird und infolgedessen steigen dann auch die Preise. Ja. Preise können natürlich auch wegen anderer Sachen steigen. Zum Beispiel, wenn eine Ware knapp wird und ganz viel benötigt wird, dann steigt einfach der Preis, zum Beispiel beim Öl oder so. Ne? Der Preis ist mal höher, mal niedriger. Aber wenn der Staat Geld druckt, dann steigen in der Regel alle Preise. Und übrigens, der Staat, wenn er kann, wird am Ende immer Geld drucken. Das war eigentlich in der Geschichte immer so, dass nach einer Phase einer gewissen Stabilität die Politik einfach immer mehr Geld brauchte und das finanzierte, indem sie Geld drucken. Also zum Beispiel war ja dann im Ersten Weltkrieg die Bindung der deutschen Währung an Gold aufgehoben worden. Warum? Weil die Politiker brauchten natürlich viel Geld, um diesen Krieg zu finanzieren. Und genau dasselbe passierte auch im Zweiten Weltkrieg wieder. Die hatten ja in der Zwischenzeit, ich glaube 1924, den Goldstandard wiederhergestellt. Und dann im Dritten Reich wurde das zunehmend verwässert und aufgelöst. Und dann bei Beginn des Krieges wurde einfach das Geld wieder gedruckt, damit sie diesen wunderbaren Krieg finanzieren konnten. Ähnliches passierte, ich glaube, 1972 in den USA, wo auch diese Goldbindung offiziell beendet wurde. Und zwar, weil der Staat einfach das Geld brauchte, um den Vietnamkrieg zu finanzieren. Und ihr seht schon, dass das, was der Staat sich da immer vornimmt, das ist gar nicht so schön, was die mit dem Geld machen. Sondern das ist meistens etwas, was die Bürger, wenn sie bei Sinnen sind, lieber nicht wollen. Und die Zeche für all das, also für die Kriege und all das, also nicht nur, dass die jungen Leute dann dahin müssen zu dem Krieg und sich da oftmals nie wiederkommen. Es ist eben auch so, dass die ganze Gelddruckerei am Ende von den Bürgern bezahlt wird, indem ihre Ersparnisse entwertet werden. Man denke jetzt beispielsweise mal an die Renten, jetzt hier bei uns in Deutschland. Ne? Wenn also wenn die Preise immer weiter steigen, wenn die Geldmenge inflationiert wird, dann werden all die Dinge, die die Leute angespart haben, ihre Versicherungen, ihre Lebensversicherung, ihre Rentenversicherung und so weiter, das wird alles entwertet. Und die Leute sind also diejenigen, die in mehrfacher Hinsicht die Zeche zahlen müssen. Mir war es an der Stelle jetzt mal wichtig, insbesondere diesen Aspekt zu erwähnen, dass Inflation in erster Linie, oder nicht in erster Linie, sondern es bedeutet eben eine Ausweitung der Geldmenge. Es bedeutet nicht ein Ansteigen der Preise. Einfach damit man
den Begriff quasi richtig definiert und dass man dann auch weiß, wer ist denn der Ansprechpartner für eine Inflation, die man dann hat. Sind es die Händler, die so gierig sind, oder ist es der Staat? Sind es die Bauern, die immer mehr Geld haben wollen für ihre Leistungen, oder ist es der Staat? Und so weiter. Ein Jogger. Gut, ich will damit erstmal schließen und sage over and out. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.